Ja, hallo liebe Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute, wie ihr sehen könnt, mit einem Elektrofahrzeug, aber nicht irgendeins, sondern einem Mercedes-Maybach EQS 680 SUV. Im Maßstab 1:18 von der Firma NZG und wie ihr sehen könnt, ja, ist das hier eine kleine Hommage also nicht als Modellauto, beziehungsweise die Farbe, ja, also im Original als auch im kleinen Modell, an ja, die ersten Generationen der Maybachs. Ne? Die habe ich auch schon vorgestellt, aber guckt euch die später erst im Anschluss an. Also das hier, ja, Elektro-SUV. Ihr kennt meine Meinung zu Elektroautos. Ich bin jetzt nicht der größte Freund davon. Trotzdem gebe ich ihnen eine Chance. Und vor allem als Modellauto, sage ich mal, kann man mal drauf schauen. Das hier ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ein grundsolides Fahrzeug. Ja. Also das Modell gefällt mir wirklich gut. Außer halt die optischen Sachen, aber wie gesagt, das hat kein Modell nichts dafür, sondern eher ja, Mercedes. Hier die Front ist relativ detailliert gemacht worden, ja. Halt wie im Original, alles sehr glatt, wegen Aerodynamik und so, muss ja sein, sonst geht die Batterie natürlich ganz schnell aus. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu sagen, außer dass der Mercedes-Stern hier auch drauf ist, ne. Also den gibt es wenigstens noch. Und Motorhaube geht hier übrigens nicht auf, das ist schade. Aber ist versiegelt. Schauen wir dir mal die Seite an. Ja, das Ding ist ein richtiger Klopper, also das ist ein richtig dickes Teil. Also hier, wie gesagt, in einer schönen Farbgebung meiner Meinung nach. Also es passt zu dem Fahrzeug irgendwo. Hier mit dem Chrom. Die Farbe, ja, ist Obsidian Schwarz hier oben. Ja, und hier unten könnt ihr sehen, das nennt Mercedes Kalahari Gold. Und das sieht also, ja, sieht gut aus. Der Innenraum passt auf jeden Fall auch zum Äußeren. Der ist nämlich auch schön, ja, weiß, kaffeebraun gehalten oder beige, kann man sagen. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier sieht man das Maybach-Emblem und da vorne steht auch noch EQS dran. Und auf der Einstiegsleiste sogar ist auch ein Maybach-Logo. Also wie gesagt, grundsolides Modell. Schauen wir das Heck an. Das ist meiner Meinung nach auch okay. Ne? Hier mit diesem schönen, großen, geschwungenen ja, Rücklicht, sage ich mal, die durchgehenden Lichtstreifen. Hier steht auch wieder Maybach drauf und EQS 680. Und hier unten, ja, Auspuffrohre sucht man natürlich vergebens. Aber wie gesagt, ist ja auch ein Batteriefahrzeug. Ja, schauen wir mal rein und kommen zu unserem altbekannten und beliebten Saugnapf, ja, das Opening Tool. Und ich würde sagen, wir schauen erstmal hier hinten rein in den Kofferraum und gucken, was es da zu schauen gibt. So. Immerhin, er geht auf. Wie gesagt, vorne ist verschlossen, aber der hier geht auf. Und ihr könnt sehen, ja, Kofferraum. Positive Sache, die ich hier erwähne, ist auf jeden Fall, dass der Fußraum, beziehungsweise ja, der Kofferraumboden mit Teppichimitat ausgekleidet ist. Was ich aber bemängel, ist, hier an der Seite, wie ihr sehen könnt, ist Plastik. Warum das denn? In einem Maybach? Glaube ich nicht. Würde ich doch stark bezweifeln. Also warum auch ein Modell nicht machen und hier oben leider auch nicht. Das hat BMW von Mini-Champs anders gemacht und anders gezeigt. Den habe ich auch schon vorgestellt oder er kommt vielleicht noch. Ja, ebenfalls ein E-Fahrzeug, i7er. Das war's dazu, zu dem Kofferraum. Hier oben könnt ihr übrigens noch sehen, ist in der Hutablage die Burmeister-Anlage zu sehen. Ja. Und wir schauen uns jetzt mal den Raum an, wo die Leute hocken. So, gucken wir mal hier rein. Und ihr könnt sehen, der Innenraum ist sehr schön, ja, schön weiß gehalten mit diesem schönen Braun oben drauf. Das passt auf jeden Fall sehr gut, der Kontrast ist sehr schön. Ist auch alles sehr detailliert gemacht worden. Die Vordersitze lassen sich offenbar auch verschieben, nach vorne und hinten. Ich zeige euch das gleich nochmal. Und hier im Fond, ja, Maybach typisch, sehr viel Platz, ne, sieht sehr gut aus. Ist auf jeden Fall geräumig. Kann man das auch bewegen? Ja, wie ihr sehen könnt, kann man auch diese Fußablage hier bewegen. Das ist gut gemacht. Das ist auf jeden Fall legitim. Ne? Und ich zeige euch jetzt gleich auch nochmal, dass man hier die Sitze verschieben kann. Ne? Also ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier nach hinten und nach vorne entsprechend. So. Ich hoffe, ihr könntet das sehen. Etwas hakelig, ja, aber hier, man kann es, sagen wir mal, ein bisschen sehen. Ja, das war schon zu dem Fahrzeug. Wie gesagt, grundsolides Modell. Mir gefällt es ganz gut. Außer halt in echt. Ne? Ich würde auf jeden Fall immer ein anderes Auto bevorzugen, bevor ich jetzt so einen nehmen würde von den EQ-Serien. S-Klasse oder ein G-Klässchen, ja, ist natürlich etwas besser als, sage ich mal, das hier. Aber muss jeder halt selber wissen. Achso, hier NZG typisch.
Ja, der Unterboden ist aus Vollmetall. Ja, das gefällt mir gut. Da kommt das Auto immer noch relativ wertig ja, zur Geltung. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Ja, fühlt sich auf jeden Fall wertig an, das Ganze. Wie gefällt euch der Wagen? Sagt's mir, schreibt's in die Kommentare. Ansonsten schaut euch gerne auch die anderen Videos im Anschluss jetzt an. Wie gesagt, ein anderes Elektroauto habe ich auch schon vorgestellt, den BMW i7. Ist auch ganz neu. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.